Das letzte Heimspiel in der Saison zu Hause gegen Bremen. Wir können auch so viel gewinnen, wir können aber auch so viel verlieren. Wobei in der Liga, da können wir eigentlich nur gewinnen. Wir sind auf dem 5. Platz. Leverkusen, Gladbach nehmen sich die Punkte gegenseitig. Das heißt, im besten Fall, wenn Leverkusen gewinnt und wir gewinnen, sind wir nur noch einen Punkt hinter Gladbach und haben dann am letzten Spieltag im Fernduell die Chance, doch noch in die Champions League einzuziehen. Verrückt, absolut verrückt. Dazu muss aber heute ein Sieg her gegen Bremen, damit wir dranbleiben. Die Bremer stehen auch noch unten, die sind ja so gut wie gerettet, brauchen eigentlich nur noch ein Remis. Beziehungsweise das könnten sie sich auch am letzten Spieltag holen. Vielleicht gewinnen wir heute nochmal. Und dafür holt Bremen dann am letzten Spieltag einen Sieg, das wäre doch ganz okay. Und dann haben wir natürlich noch das Pokalfinale, also einen Titel hier zu Hause. Pokalfinale. Also einen Titel, den können wir auf jeden Fall holen. Aber jetzt erstmal voller Fokus hier auf Bremen. Da ist wieder Jens Stay. Die kommen zurzeit ein bisschen besser rein. Bremen spielt auch Druck. Oder beziehungsweise Pressing. Ihr seht da oben die Blitztabelle, wie eng das da zusammen ist. Da trennt Gladbach und Dortmund 3 Punkte. Das ist Wahnsinn. So spannend haben wir es selten hier gehabt in der Karriere. Von daher wird auch die Meisterschaft, denke ich, erst am letzten Spieltag entschieden. Vielleicht auch an diesem Spieltag, je nachdem, wenn bestimmte Ergebnisse hier zusammenkommen. Aber ich hoffe natürlich auch hier auf einen Sieg. Oh, Forbes wird schön geschickt. Der ist richtig gut drauf. Momentan gegen Leverkusen richtig starkes Spiel gemacht. Ein Tor, eine Vorlage. Ragnar Ache natürlich vorne. Der jetzt auch erstmal wieder den Vorzug vor Glatzel erhält. Der ist zwar auch wieder fit, aber Ache hat halt einfach das Momentum und das nutze ich. Muss ich ausnutzen. Und apropos Ache, schade. Serda. Der misslingt der Ball. Aber nochmal über Nusa. Schön gemacht und wieder Ache. Oh, jetzt spielt er einen Moment zu spät. Wenn er den direkt spielt und nicht nochmal mit dem Fuß irgendwie vorher abstoppt, dann wird die Chance vielleicht ein bisschen größer. Dann machen wir weiter, so dominant weiter. Natürlich oben Ragnar Ache, Spieler im Fokus, nicht nur aufgrund seiner 3 Tore gegen Leverkusen. Der hat auch so eine super Rückrunde gespielt bei uns. 5 Tore in 10 Spielen. Das ist nicht so schlecht. Und die Bremer, die machen uns das natürlich auch nicht ganz so leicht. Oh, das war kein Abseits. Wieder Stay, der kommt an viele Situationen ran. Beziehungsweise an viele Bälle und ist in vielen Situationen beteiligt nach vorne. Die Bremer mit einer Fünferkette. 5-3-2 sehe ich gerade. Oder ist das ein 5-3-2? Ja, sieht danach aus. Aber das machen sie ganz gut. Ragnar Ache, ja, lässt sich mal fallen. Ist auch nicht schlecht, aber bringt nichts, wenn wir dann den Ball verlieren. Nächste Chance. Bradley hat mal das Spielfeld vor sich. Nusa, ja, läuft durch. Sehr gut. Und jetzt Ragnar Ache, der winkt. Lässt sich fallen. Kriegt hier seinen Abschluss. Aber doch 2-3 Meter zu hoch leider. Aber genau so geht's. Und dann müssen wir auch mal aus so unmöglichen Winkeln einfach mal versuchen. Vorne dann zustellen. Mal gucken. Das Pressing klappt leider noch nicht so gut. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Nusa vorne gegen Ragnar Ache. Ja, Nusa bleibt da schön drauf. Zur Not auch mal die Grätsche auspacken. Da gibt es einen Vorteil. So, den müssen wir gewinnen. Olado, genau. So ist es. Bremen zu Fehlern zwingen und dann selber irgendwie versuchen, noch was draus zu machen. Aber so nicht. Das war zu kompliziert. Aber hier auch wieder zustellen. Faiz weiß im Normalfall nicht wohin, aber in dem Fall kriegt die KI das hier super rausgespielt. Bradley gegen Agu. Buso kommt dazu, Kovnatski, Agu, Vorsicht, Jens Day, der ist immer wieder in der Mitte. Wahnsinn, ist der heute auch Mittelstürmer? Fühlt sich so an, Kovnatski. Keita, Achtung, nächste Chance. Und ich glaube wieder Jens Stay. Also wenn es eine Chance gibt von Bremen, dann rausgespielt von Jens Stay. Und wir kriegen den Ball vorne nicht fest. Wir kriegen leider unser Umschaltspiel nicht so gut hin. Wie bislang in den letzten Spielen. Besonders halt auch gegen Leverkusen. Jetzt die nächste Chance. Abseits. Nee, kein Abseits. Da haben die Bremer aufgehört, Fußball zu spielen. Und Forbes jetzt mit der großen Chance. Und der Führung. Das Tor vielleicht in die Europa League. Wenn die anderen Mannschaften nicht ebenfalls gewinnen würden, dann wäre das nämlich heute schon safe.
Und da haben wir endlich einmal Platz und Forbes hat die Geschwindigkeit und hat dann auch das Glück im Abschluss, dass er vom Pfosten reinspringt und nicht raus. Das gehört dann auch immer noch mit dazu. Aber genau das brauchen wir. Forbes. 7. Spiel in seinem 30. Spiel. 7. Tor, so im 30. Spiel. Ja, aber davon 2 in den letzten beiden Spielen. Also, ich sage ja, der würde auch nächste Saison noch wichtiger werden. Ich werde das Ganze mal hier beobachten. Ich werde vielleicht ein paar Saisons vorsimulieren und euch dann nochmal im separaten Video ein Update geben, was aus unserer Hertha-Mannschaft hier geworden ist. Aber jetzt haben wir erst nochmal 3 Spiele hier zu überstehen. Achtung, Naby Keita und Urbich, der hier mehr Spiele in-game gemacht hat als in echt wahrscheinlich. Na klar, verletzungsanfällig und so weiter und so fort. Das hat sich Bremen sicherlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Nächste Chance Bremen. Da kommt Veljkovic. Achtung, Budimir und Urbich. Und gibt es da noch den Elfer? Nee, der fällt auch wieder hin. Ich habe da immer so ein bisschen drauf geguckt. Weil ich meine, hier, der Abschluss ist schon vorbei. Dann kommt erst dieser Ausfallschritt und dann fällt er drüber. Das ist nie im Leben ein Elfmeter. Das darfst du nie und niemals pfeifen. Aber das halt auch zum Thema Schiedsrichter, ne? Dass nicht jeder... ja, Elfmeter gepfiffen wird, vor allem Elfmeter im Strafraum. Das ist halt auch sehr, sehr wild. Achtung, Kovnatski! Die Chancen häufen sich jetzt. Leider auf Seiten der Bremer. Vielleicht können wir ja nochmal einen Angriff... oh, das ist der Ausgleich! Ja, das hat sich angebahnt. Budimir. Und zwar erstens, weil der Keeper nicht rauskommt. Zweitens, weil ich den Spieler in der Mitte nicht bekommen habe und weil der Ball sonst nie so reingespielt wird. Also die KI, die spielt den sonst nie so rein. Aber ist natürlich sträflich frei, um Gottes Willen. Da ist niemand. Busio kommt zu spät. Ich weiß gar nicht, wer war dafür zugeteilt. Auf jeden Fall der Ausgleich. Obig kommt da auch nicht ran. Wahrscheinlich sein erstes Tor? Nein, sein 4. Tor im 13. Spiel. Naja, immerhin. Ja, der psychologisch wichtige Zeitpunkt jetzt für Bremen. Aber nicht unverdient. Die spielen auch gut mit. Die haben viele Chancen gehabt. Mehr als wir. Wir haben eigentlich nur mit Forbes die Chance gehabt und das haben wir dann auch genutzt. Also die Chance zum 1:0. Man sieht es ja auch, 7:3 Schüsse. Ist die Frage, ob wir umstellen. 4-2-3-1. Ah, die spielen sogar Dreierkette. Die spielen gar nicht mit einer Fünferkette. 3-2-3-1-1 oder wie darf ich das deuten? Gut, defensiv wird es dann natürlich eine Fünferkette, aber das ist auch eine ganz, ganz wilde Formation. Ich wage mich mal ans 4-2-3-1 ran. Mal gucken, ob es funktioniert. Weil irgendwie müssen wir nach vorne ein bisschen mehr Druck kriegen. Aber ihr seht, wir haben hier gar keine Chance. Bremen macht vorne Druck. Gehen jetzt mal hier ins Pressing rein. Weiser. Das zum Beispiel auch. Also da hätte es auch keine gelbe Karte geben brauchen. Das war ein Foul. Ist okay. Weit weg vom gegnerischen Tor. Da muss sie jetzt nicht unbedingt gelb geben. Ja, guck mal. Foul passiert. Ja, aufstehen. Zack. Und weiter geht's. Muss man jetzt nicht unbedingt gelb geben. Aber vielleicht, wenn er nochmal uns gleich umgrätscht, dann haben wir natürlich einen Vorteil. Dann sind wir ein Mann mehr. Nächste Chance. Ach, da muss irgendeiner mitkommen. Oder er macht's alleine. Ja. Das kann er auch. Hat er gegen Leverkusen gemacht. Auch aus dem Winkel ungefähr. Schade, da hat nicht viel gefehlt. Mal gucken, wie unser Pressing jetzt funktioniert. Wie die Bremer das jetzt spielen. Locken uns natürlich hier immer mit einem Innenverteidiger raus. Das ist auch ganz, ganz wild, ganz, ganz gefährlich. Ja, und wir haben da bislang nichts entgegenzusetzen. Hier mal die Grätsche, das gibt dann aber, oder hätte einen Freischuss gegeben. So, jetzt vielleicht mal 3 Mann hinten. Ach, jetzt kommt unser nee, es ist Serdar. Ich dachte, es ist gerade Brabek oder so, der mit nach vorne läuft. Aber ist er gar nicht, sondern Serdar war es. Bradley kommt. Ja, zählt wieder einer in der Mitte. Busio mit der Kleinste winkt. Nusa und jetzt Forbes. Schöner Abschluss. Ja, aber doch 3-4 Meter drüber. Das ist dann halt der Unterschied noch, ne? Daran sieht man, dass er noch Entwicklungspotenzial hat. Ja, völlig verzogen. Das passiert überhaupt nicht schlimm, aber wir spielen schon mal ein bisschen besser nach vorne. Wir kommen leichter zu Abschlüssen. Und vorne, ja, Pressing klappt. Bremen mit dem Fehlpass. Und wir können aufbauen. Weiser, Alter, was macht der denn?
Der weiß schon, dass er gelb hat, ne? Oder? Also mir soll es recht sein. Der soll ruhig nochmal 1, 2 Mal so reingehen. Dann ist er bald vom Feld. Busio. Ache, komm. Setzt danach. Forbes genauso. Ja, super. Pressing klappt. Schiri pfeift nicht. Das ist auch immer gut und wichtig. Und, oh, letztes Spiel bei den Bayern. Wir haben natürlich das schwerste Spiel erwischt. Aber egal. Da sind wir im Pokal ausgeschieden, glaube ich. Als wir noch in der zweiten Liga gespielt haben. Von daher wird es Zeit, uns da zu revanchieren. Nusa, nächste Chance, völlig frei. Und jetzt ist er drin. Das 2-1, gut eine Stunde gespielt. Und auch verdient. Also seit der Formationsumstellung klappt es vorne irgendwie ein bisschen besser. Mehr Präsenz. Nusa, der einen schönen Laufweg hat und dann vorbei an Jiří Pavlenka. Ob der zu halten war, weiß ich nicht. Der war halt gegen die Laufrichtung. Der war auch nicht schlecht geschossen. Es gibt bestimmt auch Spieler, da hält den Keeper. Aber Gott sei Dank hier in dem Fall, so wie es immer gerne in Wörterbüchern drin steht, hier in dem Fall hat er ihn zum Glück nicht gehalten. Aber ich glaube, Bremen ist noch nicht raus. Also wir machen jetzt so einen Doppelschlag innerhalb von wenigen Minuten wie gegen Leverkusen. Dann dürfte das Spiel schon entschieden sein. Ache, oh ja, kommt dazwischen. Und Busio, der aber im Abseits gewesen wäre. Aber es läuft. Jetzt. Wir gewinnen auch endlich mehr Zweikämpfe. Ja, auch Ritten in der Verteidigung. Bremen macht trotzdem immer noch Druck. Gut Druck, aber wir befreien uns natürlich hier mit unserer selbstbewussten Spielweise. Dann haben wir immer wieder die Lücken. Serda, gut, da war ein bisschen Zufall jetzt mit dabei und ein bisschen Glück. Ache! Nächste Chance. Nächste Chance. Olaru, was macht der denn? Holt sich da den Ball? Nein, da darfst du kein Elfer pfeifen. Da bin ich auch ganz fair immer. Nusa, warum nicht? Mal so ein 40-Meter-Hammer. Ja, der kann auch mal reingehen. Hat Guzman auch gemacht gegen Hannover? Warum nicht? Hat es alle schon gegeben. So, und dann sind es noch 15 Minuten. Für die Europa League, für die Conference League, für die Champions League, je nachdem wie Gladbach spielt. Die spielen halt gegen Leverkusen, da hoffe ich auf Leverkusen. Oh, und jetzt in der Mitte Olaru, wenn er durchläuft. Oh, schlechter Ball. Wenn der ankommt, dann ist Olaru durch. Schade, aber weiter geht's. Eine Viertelstunde, ich glaube eine Chance kriegen wir noch oder 1, 2. Ich wechsle jetzt nochmal ein bisschen frisches Personal ein. Ganz besonders vielleicht vorne Guzman, der nochmal ein bisschen Leichtigkeit reinbringt. Dann natürlich wieder Lasme, rechte Seite Nusa, da riskiere ich jetzt nichts. Da kommt ein Jinma rein. Der Ex-Bremer und Harto nochmal für die Linksverteidigung. Ja, machen wir. Das sollten wir hinkriegen. So. Was ist mit Bremen los? Das ist die große Frage. Also nicht, dass ich sie jetzt wieder reinholen möchte ins Spiel. Es hat nur in der ersten Halbzeit so gut funktioniert. Aber wie gesagt, seitdem wir hier auf 4-2-3-1 wieder umgestellt haben, da ist vorne irgendwie tote Hose. Also spielen hinten rum, ja, alles schön und gut. Da ist der Ball weg von unserem Tor, aber es nützt ja nichts. Hier, wir laufen vorne an, wir gehen ins Pressing rein, zack, Ballgewinn, Ache, ja, Abseits. Hätte ich drauf gucken müssen. War mein Fehler. Aber das bringt auch wieder Zeit. Jetzt gibt es die Wechsel, wird der Spielfluss wieder unterbrochen. Sehr, sehr gut. Ich glaube, dass die neuen Leute jetzt auch nochmal ein bisschen Entlastung bringen. Guzman, wie gesagt, der ist auch immer nochmal für 1, 2 geniale Momente hier gut. Und Harto macht das hoffentlich auch auf der linken Seite ganz gut. So, wieder Guzman vorne, geht drauf, muss Bremen wieder hinten rumspielen. Lasme läuft wieder zu. Das ist ganz easy. Fußball leicht gemacht, zack, Ballgewinn von Olaru und auch diesmal fair. Beziehungsweise von Lasme, glaube ich, war es. Und jetzt die Chance, Guzman alleine. Oh, da hätte er noch gehen können. Oh, XXL-Chance. Ich schieße immer zu früh. Ich schieße immer zu früh. Da war die Chance gerade da. Der eine Verteidiger hat sogar aufgehört. Der hat uns sogar noch den roten Teppich ausgerollt. Ja, bitter, bitter, bitter. Wenn du so leichte Chancen, die dir dann geboten werden, dann einfach nicht machst. Aber so wie das bislang läuft, dürfte es vielleicht auch so reichen. Nächster Zweikampf, den wir hier gewinnen. Ja, die Bremer laufen vorne nochmal an, aber erfolglos. Gott sei Dank. Achtung, wir haben noch ein bisschen Nachspielzeit. 2 Minuten.
den einen Angriff jetzt noch überstehen. Serdar Weiser. Zur Not auch einfach mal reingrätschen. Harto ist da. Ja, perfekt. Gewinnt den letzten und wichtigen Zweikampf. Und somit gewinnen wir auch das letzte Heimspiel gegen Bremen. Ganz, ganz wichtig. Setzen die Konkurrenz unter Druck. Und jetzt haben wir es halt nicht mehr in der eigenen Hand. Jetzt müssen wir hoffen, dass Leverkusen gewonnen hat. Und dann geht ja vielleicht sogar noch im ganz, ganz optimalen Fall was in Richtung Vizemeisterschaft. Aber ich würde mich auch schon mit Platz 4 oder Platz 5 zufrieden geben. Und wenn ich jetzt gerade mal spontan gucke, Leverkusen und spielt unentschieden gegen Gladbach. Das spielt uns auch in die Karten. Klar wird es dann noch schwerer, weil die Bayern halt Zweiter sind. Ich weiß nicht, ob die Meisterschaft schon entschieden ist. Wir gucken gleich mal drauf, was die Ausgangslage ist. Und dann werden wir schon mal gucken. Und dann werden wir schon mal ein bisschen rechnen, was passieren muss und so weiter und so fort. So, also letztes Spiel für diese Bundesliga-Saison. Wahnsinn, dann ist das ja auch schon wieder rum. Und bald geht es ja schon mit EA FC 25 los. Also ich denke mal, wenn das Video rauskommt, ist es vielleicht sogar schon angekündigt. Vielleicht gab es schon die ersten Trailer. Diko, das kann ich euch auch nochmal empfehlen. Wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich das Video mal in der Videobeschreibung. Der hat auch wieder ein super Video gemacht mit den Top 45 Wünschen für EA FC 25. Das geht vom Schiedsrichter bis über neuen Karrieremodus bis hin zum Stadionausbau, mehr Lizenzen und so weiter. So im Prinzip das, was ich hier Jahr für Jahr predige, Folge für Folge. Momentum natürlich ist auch wieder mit dabei. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch das gerne mal angucken. Ich denke mal, einige von euch wissen, wer Diko ist. Haben den vielleicht schon des Öfteren mal verfolgt und auch schon mal gesehen. So, also weiter. Genau, auf DFB-Pokal ist dann noch gegen Leverkusen das Finale. So, wir starten jetzt rein. Die Ausgangslage fürs letzte Spiel ist so, dass... Ach du Scheiße. Boah, da können rein rechnerisch noch 4 Mannschaften deutscher Meister werden. Wobei die Gladbacher um das 10... von der Tordifferenz um 10 Tore schlechtere Torverhältnis haben gegenüber dem BVB. Also realistischerweise entscheidet sich das zwischen Dortmund und Bayern. Oder ist sogar Leverkusen der lachende Dritte. Okay, Dortmund spielt gegen Leverkusen und die Bayern spielen gegen uns. Also wir greifen ins Meisterschaftsrennen ein. Wir können Dortmund oder Leverkusen zum Meister machen. Das müssen die dann unter sich ausmachen. Und ich muss auf Hoffenheim hoffen, dass sie in Gladbach gewinnen. Oder zumindest ein Remis holen, weil vom Torverhältnis her sind wir besser. Das heißt, mit einem Sieg gegen Bayern und ja, einem Nicht-Sieg von Gladbach sind wir Vierter und spielen nächstes Jahr in der Champions League. Verrückt. Absolut verrückt. So, Leipzig, die spielen auf jeden Fall in der Conference League. Die bleiben auf jeden Fall mindestens Sechster. Die können es natürlich auch noch überholen, das muss man auch mal mit berechnen. So, die haben nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Hoffenheim ist auch safe. Die haben auch nur noch Chancen, einen Platz gut zu machen. So, unten ist Schalke abgestiegen. Da steht jetzt also klar. Und dann geht es zwischen... Oh, Hannover hat ein Torverhältnis von minus 35. Das ist natürlich auch heftig. Ja, es geht nur noch zwischen Hannover und Bochum. Um den Klassenerhalt bzw. Relegation und um den direkten Abstieg. Weil vom Torverhältnis her hat Hannover überhaupt gar keine Chance mehr. Ja, also Hannover oder Bochum steigen direkt ab. Und einer von beiden spielt dann noch Relegation und oben, das ist natürlich, also wer das verpasst, der hat selber Schuld. Es geht um die Meisterschaft, wer wird Vierter, holt sich Leverkusen die Meisterschaft, wird Bayern Meister, landet Dortmund sogar noch auf dem 4. Platz, was ich nicht glaube, aber es ist so viel möglich, es hat schon alles gegeben. Und von daher, schaltet rein zum Saisonfinale, holen wir uns die Champions League, ja oder nein? Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe ihr auch. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.